Heute sprechen wir einmal über dein Pinterest-Profil. Ja, ich habe dir bereits erzählt, wie wichtig es ist, dass du ein Pinterest-Profil hast, nämlich dort kannst du ganz toll deine Etsy-Produkte bewerben. Du erstellst wunderschöne Bilder von deinen Etsy-Produkten, packst sie auf Pinterest und kannst sie direkt mit deinem Etsy-Shop verlinken. Das alles ist schon mal ein sehr guter Anfang, aber du kannst dich auch ein bisschen hervorholen. Abgesehen davon, dass du dein Pinterest-Profil in ein Unternehmensprofil verwandeln kannst, kannst du auch noch hingehen und es so gestalten, dass Leute, die auf dein Pinterest-Profil kommen, mit einem Blick sehen, der oder die ist sehr ernsthaft mit Pinterest beschäftigt, weil alles richtig schön gleich aussieht. Ja, gleich ist ja nicht erstmal nicht immer gut, ne? Aber wenn ich gucke und jede der einzelnen Pinwände hat ein Coverbild, dann denke ich schon, ach, da hat sich aber jemand Mühe gegeben. Und genau das wollen wir erreichen. Du erstellst ein Bild, das kannst du in Canva erstellen, das kannst du in Photoshop erstellen, in GIMP erstellen, wo immer du möchtest. Es kann ein ganz einfaches Bild sein, einfach ein farbiger Hintergrund und dann Text da drauf. Und zwar der Text sollte zu dem Namen deines Pinterest-Boards passen. Heißt, wenn du ein Board hast mit DIY, dann passt es natürlich auch toll, wenn du da DIY draufschreibst. Und das ist dann dein Coverboard-Bild sozusagen. Ja, das lädst du ganz normal hoch, wie man das immer so tut. Ne? Man klickt oben rechts auf das Pluszeichen, lädt ein Bild hoch und setzt das dann als Coverbild für das spezielle Board. Und das macht man für jedes Board. Ich weiß, je nachdem, wie viele Boards du hast, kann das einige Zeit dauern, aber, und das ist ein dickes Aber, es sieht doch toll aus. Wenn jemand auf dein Profil kommt und sieht, dass alles hübsch gleich gestaltet ist, ne, dass man mit einem Blick sehen kann, worüber jedes Board ist das schon mal ein dicker Vorteil. Und deswegen würde ich dir ganz stark ans Herz legen, das unbedingt zu machen. Ich weiß, kann 1, 2 Stunden kosten, aber es ist die Mühe wert. Und wann immer du ein neues Board erstellst, okay, dann musst du das noch einmal machen, aber dann geht es auch ziemlich schnell. Deswegen, ja, schau dir das mal an und dann entscheide selber. Aber ansonsten sieht dein Pinterest-Profil halt doch aus wie ein großes Sammelsurium von Ideen, was es ja auch eigentlich ist. Aber wenn du eben professionell mit auftreten willst, dann ist es eine gute Idee, Coverbilder zu setzen.